Was geht ab? In dieser Lektion wollen wir lernen, was Kommentare sind und Module. Module. Oder wie ich gerne sage, Modules. Ich habe einen guten Freund, der sehr, sehr viel besser Englisch kann als ich und der sagt mir immer, es heißt nicht Modules. Ich sage, ja, hör auf mich auszulachen wegen meinem schlechten Englisch. Okay, es heißt dann nicht Modules. Von mir aus heißt es dann Modul. Okay, wie du willst. Okay. Kommentare, ja, also schauen wir uns das mal an. Wir öffnen wieder unseren Beispielcode und ich lösche mal hier die If-Else-Sachen vom letzten Mal, die brauchen wir jetzt hier nicht mehr. Kommentare ist ganz simpel, wie der Name schon sagt, es ist einfach nur ganz simpel und banal ein Kommentar, den du verfasst. Das heißt, wir fangen hier an mit einem Hashtag, das ist wichtig. Kommentare beginnen immer mit einem Hashtag und dann kann ich hier zum Beispiel schreiben Variablen. Ich kann auch einen weiteren Kommentar verfassen, sagen Erklärung der Variablen. Das ist hier sehr schlecht leserlich leider, aber auch ein bisschen beabsichtigt, weil das nicht den Lesefluss stören soll. Kommentare werden vom Python-Programm komplett ignoriert. Die sind im Prinzip für dich selber da. Ja, also mit Kommentaren kannst du, weil du wirst sehr, sehr schnell an ein Level kommen, an ein professionelles Level kommen, dass du sagst, ich kann jetzt hunderte Zeilen an Computercode programmieren. Und irgendwann wird es unübersichtlich. Damit du selber die Übersicht behältst, kannst du Kommentare verfassen. Wichtig, Hacker können diese Kommentare auch lesen. Ja, das heißt, solche Kommentare sind auch eine Informationsquelle. Auch wenn du dir jetzt gerade denkst, ja, aber was soll denn ein Hacker? Ich gebe dir mal ein reales Beispiel. In einem Livestream vom Cybermentor, ja, aus dem amerikanischen Raum, ein Penetrationstester, der hat so ein bisschen, das war noch nicht mal ein richtiger Hackerangriff, wir haben einfach nur ein bisschen rumgeschaut, also er hat im Stream ein bisschen rumgeschaut und dann ist ein Kommentar aufgefallen im Computercode, der lautet folgendermaßen: Fix me. Da stand im Computercode von einer Regierungsseite, ich will nicht sagen welche, von einer Regierungsseite, ich will nicht sagen welche, Fix me. Das heißt, behebe mich, behebe die Schwachstelle. Damit sagst du doch schon jedem potenziellen Angreifer, da ist eine Schwachstelle, da will man sich die Haare vom Kopf reißen. Da will man sich die Haare vom Kopf reißen. Wie kommt man dazu zu sagen, fix me? Ja, das heißt, manchmal sind es solche banalen Dinge, aber das sind auch Informationen. Ja, und die können auch dazu genutzt werden, weil jetzt weiß ich, alles, was nach diesem Fix me kommt, ist für mich eine Goldgrube als ein Hacker. Ist für mich eine Goldgrube an Informationen, weil jetzt weiß ich ganz genau, da muss irgendwie eine Sicherheitsschwachstelle sein. Und an der Stelle musste der Stream dann auch abgebrochen werden, damit wir nicht, weil man darf ja nicht öffentlich irgendwelche Schwachstellen zeigen. Da musste man dann auch abbrechen und sagen, ja, geht nicht mehr. Das heißt, Kommentare sind für uns irgendwo relevant, für uns selber. Wir müssen aber beachten, dass Hacker, auch als Hacker, dass das für uns eine wichtige Information darstellen kann. Aber sonst sind Kommentare wirklich nur irgendwelche Anmerkungen im Code. Mit denen wird nichts gemacht. Da steht er einfach nur, ja. Das ist nur für dich, für die eigene Übersicht. Okay. Kommen wir direkt zum zweiten, zum zweiten Punkt. Das sind jetzt die Module. Was sind jetzt Module? Module. Module sind Schatzkästen. Ja. Sind Schatzkästen. Schatzkästen voller kleiner Schätzelchen. Voller kleiner Funktionen und Definitionen. Das heißt, diese Module, die enthalten schon ein definiertes Set an verschiedenen Funktionen. Wie jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ich habe einen Freund, der sammelt gerne Fruchtsäfte. Dann importieren wir dieses Modul Fruchtsäfte und können alle diese Fruchtsäfte, die er schon selber gesammelt hat, benutzen. Ja? Sowas in der Art. Nehmen wir mal ein reales Beispiel. Und Module, wenn wir ein Modul importieren wollen, schreiben wir das direkt immer ganz am Anfang des Codes, also ganz oben, nach der Shebang-Line. Dann schreiben wir Import. Und ein Modul, das ich jetzt mal mit euch besprechen möchte, einfach nur als ein Beispiel, ist das Modul Plattform. Ja? Oder Plattform, also im Englischen. Ja? Wie gesagt, hier beachten, Plattform mit einem T, weil das im Englischen mit einem T geschrieben wird. Wenn du hier 2 Ts schreibst, dann wird dein Code direkt schon eine Fehlermeldung rausspucken. Und ich ignoriere mal hier diesen Teil mit den Variablen, den lasse ich mal weg. Vielleicht können wir den noch später gebrauchen. Wobei, den können wir eigentlich auch entfernen, aber ist okay. Import Plattform. Das heißt, jetzt haben wir dieses Modul
Plattform und das hat jetzt sehr, sehr viele verschiedene Sets. Das hat jetzt sehr, sehr viele verschiedene Funktionen. Ja, darin enthalten sind sehr, sehr viele Funktionen. Und die können wir jetzt benutzen. Okay? So wie jetzt, wenn wir sagen, jemand hat Fruchtsäfte und aus diesen Fruchtsäften möchten wir jetzt einen bestimmten Fruchtsaft benutzen. Okay, wenn wir das jetzt machen möchten, ist eine Funktion, die wir benutzen können. Ich lösche mal hier den unteren Teil, weil das stört sonst. Eine Sache, die wir machen können, ist, wir sagen mein OS als eine Variable. Jetzt kommt das mit den Variablen wieder ins Spiel, ja? Wir sagen mein OS, wir definieren das als eine Variable, ist, was jetzt? Plattform, das ist jetzt das Modul, das wir benutzt haben, ja? Und wir möchten jetzt eine Funktion aus diesem Modul benutzen, ja? Dann machen wir das im folgenden Format und das ist immer für alle Module gleich. Plattform, Punkt, wichtig. Der Name des Moduls, in dem Fall Plattform, Punkt und danach die Funktion, die du benutzen möchtest. Die Module haben alle eigene Funktionen, ja, die kannst du dir anzeigen lassen oder die kannst du auch nachlesen, einfach mal bei Google eingeben, Plattform, dann werden hier Tausende oder Hunderte, weiß ich nicht wie viele es enthält, dann werden hier Hunderte von Funktionen aufploppen, auferscheinen und die kannst du dir dann durchlesen und dir anschauen, was diese ganzen Funktionen für einen Sinn haben. Und eine Funktion, die wir benutzen möchten, ist System. Und beachte, Funktionen haben immer eine Klammer. Ja? Das heißt, sogar wenn wir gar kein Argument benutzen, sogar wenn wir nichts in die Klammer reinschreiben, müssen wir trotzdem immer eine Klammer öffnen. Ja? Bei jeder Funktion, das haben wir bei Print schon gesehen, als wir bei Print diese Klammern geöffnet haben und geschlossen haben, die Funktionen haben immer eine Klammer. So, Mathematiker hassen diesen Trick, wenn wir kein Argument reinnehmen, aber trotzdem eine Klammer öffnen. Also ein Mathematiker würde das immer gerne so schreiben, f von x, ja, und ein Argument da reinschreiben in diese Funktion. Aber das machen wir hier nicht, also in dem Fall. Wir können es auch machen, aber in dem Fall machen wir es nicht. Das heißt, wir haben jetzt eine Variable und was macht diese Variable? Also, Plattform ist einfach ein Modul an vielen verschiedenen Funktionen. Und eine Funktion, die wir davon benutzen möchten, ist System. Dieses System ist unser Betriebssystem. Also die Funktion System teilt uns mit, welches Betriebssystem wir benutzen. Welches Betriebssystem wir gerade installiert haben. Und das steckt jetzt in dieser Variable mit drin. Aber noch können wir nicht sagen, ja, was ist denn jetzt mit der Variable? Wir wissen ja nicht, das wird ja nicht angezeigt auf dem Computer, weil erstmal die Information, welches Betriebssystem wir haben, steckt in dieser Variable. Und was wir jetzt machen, ist einfach, wenn wir uns das anzeigen lassen möchten, nehmen wir jetzt die Print-Funktion, die haben wir jetzt schon gelernt, und dann können wir sagen, mein OS. Und hier benutzen wir keine Gänsefüßchen, weil es ist ja schon eine Variable. Wir brauchen da jetzt nicht nochmal Gänsefüßchen machen. Ja? Ich speichere das mal ab, schließe das mal. Dann Python 3, Beispielcode und dann sehe ich hier, es wird mein Betriebssystem angezeigt auf diesem Rechner, auf dem ich das ausführe und das wäre in dem Fall Linux. Du kannst es mal ausprobieren auf Windows, dann wirst du sehen, dir wird Windows angezeigt. Ja? Das heißt, das wäre zum Beispiel jetzt hier eine Möglichkeit, ein Modul zu benutzen, immer hier in dem Format Name des Moduls und die Funktion, die du benutzen möchtest. Das kann natürlich immer variieren, also je nachdem, welche Funktion du benutzen möchtest, weil das ergibt sich ja aus dem Anwendungszweck. Wenn du jetzt sagst, aber woher weiß ich denn, welches Modul oder welche Funktion ich benutzen soll? Ja, das ergibt sich dadurch, dass du die selber suchst, dass du selber überlegst, aber was brauche ich denn gerade für meinen Code? Und jeder Code ist ja ein bisschen anders, jeder Code hat ja eine andere Funktion und je nach Anwendungszweck weißt du zum Beispiel, okay, ich will jetzt gerade irgendwas programmieren, dass mein Python-Skript diese und diese Aktion durchführt. Aber ich habe gar keine Ahnung, was mache ich dann? Ich google. Ganz einfach, ich google es. Und dann wirst du auf eine bestimmte Funktion und auf ein bestimmtes Modul stoßen. Und wichtig ist, dass du dieses Prinzip verstehst. Am Anfang schreiben wir oben immer Import, den Namen des Moduls. Und dann, um die Funktion aus diesem Modul zu benutzen, nehmen wir den Namen des Moduls, Punkt, und dann die Funktion mit den Klammern. Hier können wir noch Argumente reinsetzen im optionalen Fall, ja, aber auch das ist nicht, in dem Fall zum Beispiel nicht nötig. Und dann können wir zum Beispiel sagen, okay, dann zeig mir mal, was du jetzt hier hast. Dann zeig mir mal, was in dieser Variable enthalten ist. Wenn wir dieses Print hier weglassen, was passiert dann? Nichts. Warum? Weil die Information ist jetzt hier in der Variable enthalten, aber wir haben keine Funktion definiert. Ich mache das mal wieder zurück hier, Print. Wir haben keine Funktion definiert, die uns das wieder auf dem Bildschirm anzeigt. Ja? Also ein erfolgreich geschriebener Code, aber ohne einen Anzeigezweck.
Und das waren auch schon Module. Oder wie ich gerne sage, Modules. Es sind die Modules. Es sind die Modules. Hört doch auf, das Module zu nennen. So. Okay, bis zur nächsten Lektion.